Lebensgefahr in geheimer unterirdischer Fabrik für Geschütze des legendären Königstigers und der Flak 88. Dieser verlassene Untertage-Rüstungsbetrieb ist heute lebensgefährlich. Der Einstieg ist nur über ein enges Rohr, welches fast vollständig unter Wasser steht, möglich. Schafft ihr nicht? Guck mal! Zudem liegen dort gefährliche Vollgase, hohe CO2-Konzentration und kritische Sauerstoffwerte an. 1% CO2 zu 19,8 Sauerstoff. Auch die Gefahr, verschüttet zu werden, ist allgegenwärtig, da das Bauwerk mit den Jahren immer instabiler wird. Dann flitscht das hier runter und dann bist du hier drin gefangen. Fertig. Das ist alles vom Druck des Berges runtergebogen. Wassereinbrüche beschleunigen diesen Zustand. Guck mal hier, wie sich das biegt. Und dann kommt das Wasser da durch. Also das ist kein Ort, wo man lange drunter stehen sollte, oder? Was sagst du, Toni? Wir begeben uns in Lebensgefahr, um diese einst so wichtige unterirdische Fabrik zu dokumentieren. So, Freunde, jetzt wird's tief. Ihr seht das? Verschimmelter Kram. Lecker. Bestimmt richtig gesund. Das sieht ja fast aus wie eine Tube von der V2, ne? Ja, da darfst du nicht unbedingt hingucken, ne? Kommt das Wasser durch die Decke. Geht's tatsächlich auch weiter. Warte mal, bevor ihr so weit geht. Schafft ihr nicht? Was ist das denn? 20 Meter. Vorsicht! Danke. Letzte Laufkamera, ja, ne? Ja, habe ich, aber du siehst halt kaum was, ne? Mach mal hier. Mickey, guck mal. Und los geht's. Und los geht's los, Leute. Ja? Guck mal. Junge, Alter. Guck mal. Hier. Was war denn? So, Freunde, weiter geht's. Toni, gib mir mal dein Handy, ich mach ein Foto von dir. Gib mal den Rucksack. Also, komplett im Wasser. Gleich haben wir es geschafft. Da vorne ist das Licht der Kollegen. So, und schon sind wir da in der UV-Kröte. Und es bimmelt auch schon. Geil. Was haben wir denn für Werte? 1% CO2 zu 19,8 Sauerstoff. Also. Oh Freund, das ist ein bisschen zu hoch für das Gerät. Ja, das ist Arbeit. Gutes Wetter zum Rauchen. Jawohl, Toni ist da. Oh, das ist scheiße. Was mit dem Monier essen auf? Ist das der Rucksack noch gepasst? Oder die Badhose.
Pass auf. Boden ist uneben. Jawohl. Wo ist der Jörg denn? Jawohl, da ist Jörg. Er hat es auch geschafft. Anstrengend, wa? Ja, absolut anstrengend. Aber geschafft, ist doch super. Ja, UV-Kröte. So. Also, wir sind jetzt aktuell an dem Wasserlösestollen, das ist der, da sind wir rein. Das war der Ausgang zur UV-Kröte. Also hier ging es mal raus. Wie gesagt, der ist ganz zu und man hat nur diesen Wasserlösestollen eingebaut. Hoppala, hier geht es schon tiefer. So, und da sind wir hierher gekommen. So, und jetzt folgen wir im Prinzip den Weg der Uferlagerung tiefer in den Berg. Die Jungs sind alle ready. Die Untertageverlagerung Kröte nahm Anfang 1945 den Betrieb auf. Hier wurden Geschützrohre für die Panzerabwehrkanone, kurz Pak 43, im Kaliber 8,8 cm, die unter anderem im Panzerkampfwagen Tiger II, auch Königstiger genannt, dem Panzerjäger Nashorn, dem Panzerjäger Elefant und dem Jagdpanther verbaut waren, gefertigt. Im Verlauf des Krieges produzierte man knapp 3500 Stück dieser mächtigen und gefürchteten Waffe. Auch die legendäre Flugabwehrkanone 18, 36 und 37, kurz Flak 88, wurde hier produziert. Zudem Teile für ihre Lafetten. Insgesamt war die 88 mit einer Stückzahl von 20.000 eine der meistproduziertesten Waffen im Zweiten Weltkrieg. Dieser Betrieb war geheim und als kriegswichtig eingestuft. Der Stollen wurde bereits im Jahre 1936 aufgefahren. Hier baute man Eisenerz ab, um den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands mit genug Eisen zu versorgen. Und was sagst du, geil? Ja, gut, oder? Vor allem ich mit meinem Tarnanzug hier, ne? Hier Fisherman's Friend, Junge, geil. Aber geil. Also es ist natürlich alles nass. Wir bleiben auch die ganze Zeit in Badhosen. Meinst du noch andere? Andere drin? Da brauche ich nicht. Nee. Wenn da kommt die Hand, ist das nicht unmöglich, aber dass man sich hier drin über den Weg läuft, ist auch. Ja, aber dann wäre der Deckel nicht drauf. Ja, müssen wir nicht hier reingegangen sein. Das ist möglich. Es ist immer Grubenwasser, ne? Der wird auch hier halt irgendwo aufgewirbelt durch irgendwas, ne? Wann das hier schon die Produktionsstellen? Ja, hier sind wir gerade in der UV-Kröte. Ja. Hier sind wir gerade in der UV-Kröte, hier haben sie die Schutzrohre hergestellt. Direkt hier im Eingang schon? Ja, direkt hier. Für die Pak 43 im Kaliber 8,8 Genau. und fürs Flakgeschütz auch im Kaliber 8,8. Ja, war glaube ich 23. Was geht denn da ab? Ja, und so sieht das ist der original gewachsene Fels. Und das hat man hier halt reingebaut. Da liegt noch das Rohr vom Klo. Als der Bombenkrieg in Deutschland immer intensiver wurde, bekam dieser recht kleine Stollen schnell Aufmerksamkeit der Kriegsministerien. Er war ausreichend lang, führte tief in den Berg hinein und war über 150 Meter unter der Oberfläche und somit bombensicher. Sein Zugang war leicht zu tarnen und er besaß einen Eisenbahnanschluss. Die SS-Sonderinspektion hielt diesen Stollen ideal für einen kleineren Rüstungsbetrieb. Zuerst plante man einen Betrieb für elektrische Teile. Doch war die Größe über 3000 Quadratmeter zu gering. Jetzt bewarben sich gleich mehrere Betriebe für diesen Stollen, um dort unter der Erde zu produzieren. Die Eisenwerke Weserhütte gewann die lukrative Ausschreibung, um bombensicher produzieren zu können. Ein Auftrag, der viel Geld versprach und heiß begehrt war. Ende 1944 begannen die Arbeiten. Der Stollen war 4 Meter breit, 3 Meter hoch und knapp 800 Meter lang. Also in dieser Untertageverlagerung hat man tatsächlich Geschützrohre gebaut für die Pak 43 im Kaliber 8,8 und Rohre für das Flakgeschütz, das legendäre Flakgeschütz, auch im Kaliber 8,8. Also das ist hier ein Ort tatsächlich, wo im Zweiten Weltkrieg kriegswichtige Produktion stattgefunden hat. Die wurde hier verlagert. So, und wenn wir hier noch sehen, hier lief der Strom drüber. Also es sind auch noch Relikte von früher tatsächlich da.
Und die Versinterung, also es steht halt schon länger, ja, leer, ne? So, also die Decke ist Backstein, die Seiten sind auch Backstein und hier haben wir Stahlbeton. Ja, also das ist tatsächlich UV-Kröte und ist mal ganz interessant, dieses Bauwerk auch zu sehen. Also wie gesagt, es ist nicht ganz ungefährlich, der Einstieg natürlich und die Wetter sind halt hier nicht gut. Ihr habt das eben gehört, der CO2-Warner ging sofort an. Also wir haben im Prinzip, wir sind rein und gleich bimmelte der. Ne? Aber das ist alles im erträglichen Bereich, aber das dürft ihr natürlich auf gar keinen Fall nachmachen. Wenn ihr euch nicht auskennt und natürlich ohne die nötige Messtechnik, ist es lebensgefährlich. Er hatte 2 Gleise. Eines wurde entfernt und weitere Räume wurden geschaffen. Zudem erhielt die Fabrik einen Deckenkran, um die schweren Geschützrohre und Materialien durch die Produktionsstraße zu transportieren. Die Größe der Anlage wuchs von über 3000 auf knapp 5000 Quadratmeter. Da der Stollen als Wasserlösestollen des aktiven Bergwerkes diente, musste man eine hochmoderne Entfeuchtungsanlage installieren, um die wertvollen Maschinen zu schützen. Zudem benötigte man noch eine moderne Lüftungsanlage, um zu gewährleisten, dass genügend Frischluft vorhanden war. Für die Energieversorgung des Rüstungsbetriebes nahm man die vorhandene Trafoanlage, die ihren Strom aus einem Kraftwerk bezog, womit das gesamte Bergwerk mit Energie versorgt wurde. Ja, hier haben wir noch die alte Schütte und oben, das ist einfach eine Bahnschiene, die da dran gebaut haben. So, und was war das hier? Ein Verbruch? Ist ja kein Verbruch, ne? Da ist einfach nur was reingekippt. Ne? Ja. Und wieder, ja, erst kleines Zeug und dann große Brocken hinterher. Im März 1945 waren alle Arbeiten abgeschlossen und die Maschinen wurden in den Berg verlagert. Mitte März begann man die Produktion der Geschützrohre und Lafetten. Der Tarnname der Anlage war nun Kröte, da er in einem Bergwerk untergebracht war. Für diese Hohlräume nahm man amphibische Tiernamen, um die Verlagerung zuordnen zu können. Weser. Weser. Und was steht da drunter? 20? Da steht auf jeden Fall Stollen. Das ist Stollen, aber davor. 2? Ja, da oben ist Weser. Und das hier? Das soll doch auch, ja natürlich, du hast recht. Ja, natürlich. So. Wieder das kleine Kämmerlein. Und es geht weiter und immer tiefer in diese Anlage hinein. Durchs Wasser und die ewige Dunkelheit wird nur durch unsere Kamerabeleuchtung und die Taschenlampen durchbrochen. So, und hier haben wir eine größere Ausbaustrecke, wie ihr das sehen könnt. Da ist man nochmal in die Breite gegangen, aber nur auf dem kleinen Stück, roundabout 20 Meter, 15, 20 Meter würde ich schätzen. Und es hallt natürlich hier auch deutlich. Also ich habe die Funkstrecke dran, das hört ihr wahrscheinlich nicht so, aber der Hall ist hier schon tatsächlich nicht ohne. Wolltest du vor? Wegen Ja, so. Da ist aufwärts reingekommen, ne? Ja, der ist ja unterwegs. Dirk, dir geht's gut, ne? Dir geht's gut? Hervorragend. Macht Spaß, ne? Absolut geil. Ja, ist nichts. Ich sag dir Bescheid. Wir machen ja die Vorhut. Toni, kannst du hier vielleicht nochmal mit deinem krassen Licht? Wohin? Nach vorne einfach. Jawohl, so ist geil. Ja, auch wieder eine größere Ausbaustrecke. Eingebrochen, wie wir sehen können. Also hier kam wieder was rein. Das ist noch okay. Und natürlich, wenn ihr da steht, in dem Augenblick, wo das nachgibt, ist das nicht so schön. Aber man sieht, wie der Backstein da oben durchgebogen ist. Schaut mal hier, wie das hier gebogen ist. Ne? Ja klar, sicher, wie das gebogen ist da, ne, an der Stelle. Ja. Ja, oder war gut Druck drauf. Ne? Hat ja nachgegeben da, die Stelle. Da ist ausgetreten. Ne? Also der Druck wird jetzt weg sein. Aber wenn der nachgibt, dann flitscht das hier runter und dann bist du ja drin gefangen. Fertig. Dann gehen wir schnell weiter. Ja. Ja genau, das war auch, wenn das zusammenkracht, in der Anlage drin sind. Ne? Dass wir auch nie wieder rauskommen. Macht Sinn. Die Arbeitskräfte wurden von der Eisenhütte gestellt und ergänzt durch Fremdarbeiter, kriegsgefangene Soldaten in Masse aus Polen und Russland, aber auch aus Dänemark und Häftlinge aus Deutschland. Ab März 1945 kamen die dänischen Gefangenen bereits frei, da der Vizepräsident des dänischen Roten Kreuzes, Folke Bernadotte, mit SS-Brigadeführer im Reichssicherheitshauptamt als Leiter des Auslandsnachrichtendienstes Walter Schellenberg und Reichsführer SS Heinrich Himmler einen Vertrag unterzeichnete,
der die Rückführung von 15.000 Gefangenen, meist Dänen und Norweger, sicherte. Die Aktion wurde bekannt unter dem Namen Rettungsaktion Weiße Busse und Bernadotte-Aktion. Bereits im Jahre 1944 entschloss sich Schweden, welches als neutraler Staat agierte, die Rückführung von Gefangenen zu initiieren, da es auf dem Reichsgebiet für die Gefangenen aufgrund von Kampfhandlungen nicht mehr sicher war. Der Transport musste von diesen Ländern sichergestellt werden, da auch Deutschland durch den Krieg keinerlei Kapazitäten hatte. Die Gefangenen wurden gesammelt und an das Rote Kreuz übergeben und von ihm versorgt und bis zum Abtransport betreut. Deswegen werden hier keine Dänen und Norweger beschäftigt gewesen sein. Aber guck mal hier, wie der ist überall gebogen, ne? Ja. Der Stein. Ich glaube, das war extra so. Nein, das Außer da, glaube ich guck nicht. mal da, wenn du da guckst, Ja. wieder so eine Kerbe, weißt du, so raus. Ja. Ja. Ey, ich glaube nicht, dass das extra war. Ey, da wird schon massiv Druck drauf sein. Ja, klar. Wie heißt du denn auf Instagram? Sollen wir mal Werbung machen für dich? Willst du das? Urbex NRW. Urbex NRW. Ja. Habt ihr gehört? Dann schaut bei dem jungen Mann mal vorbei. Urbex NRW. Der hübsche René. Oh. Hast du ihn mal in den Helm gesehen? Checkt auf jeden Fall mal das Profil, den Account aus und lasst mal ein Abo da, ein paar Likes. Genau, Mädels. Ja, genau. An die Mädels unter euch, die ja bei uns, also bei mir auf dem Kanal, kaum vorhanden sind. Wer hätte das je gedacht? Hier ist noch ein Waschbecken drin, wa? Also hier hat man sich gewaschen. Das Waschbecken aus Steingut ist noch da. Hier stand das WC. Also hier konnten die Arbeiter dann tatsächlich sich waschen, frisch machen. Und das hier, Dusche? Ja, auch WC, ne? Würde ich sagen, ja. Der Becky schon Hallo gesagt hat. Nee, habe ich noch gar nicht. Hallo. Ja, herzlich willkommen in der UV-Kröte. Wir sind natürlich mal wieder zusammen unterwegs. Also was können wir nur zusammen machen? Das geht alleine gar nicht, oder? Das ist Zweiter Weltkrieg hier? Das ist Zweiter Weltkrieg, ja. So war es mal. Steingut, ne? Da stand der Pott. Ich war im Zweifel warst du ja tagelang im Dunkeln, oder? Nö, Nee? die hatten ihre 8 bis 12 Stunden Schichten. Ja. So, und dann sind die ganz normal wieder über Tage gegangen. Ne? Die Arbeitszeit wird im Laufe des immer heftigeren Krieges mehrfach heraufgesetzt. Die Weserhütte AG informierte alle ihre Mitarbeiter wie folgt. In Form einer Sonderaktion sind uns für die Wehrmachtsfertigung besondere Aufgaben gestellt, die den verstärkten Einsatz aller verfügbaren Arbeitskräfte notwendig machen. Bei den bedeutenden Schwierigkeiten in der Heranführung zusätzlicher Arbeitskräfte sehen wir uns gezwungen, für einen Großteil unserer Gefolgschaft die schon seit Jahren üblich gewordene Längerarbeit im Rahmen einer 60-Stunden-Woche noch weiter auszudehnen, um den uns im Sommer 1942 gestellten, bis jetzt noch nicht erfüllten Aufgaben gerecht zu werden. Hierbei lässt es sich nicht vermeiden, auch körperlich und fachlich geeignete jugendliche Gefolgschaftsmitglieder, aber auch weibliche Arbeitskräfte mit in die Längerarbeit einzureihen. Alle Arbeitskräfte arbeiteten in diesem Rüstungsbetrieb in 2 12-Stunden-Schichten. Also, waren ja auch ganz normale Arbeiter. So, das war denen ihr Job. Frauen waren ja viele auch in der Produktion eingesetzt. Zum Jahr, Kriegsende waren auch Zwangsarbeiter eingesetzt? Oder bis ja, natürlich. Zwangsarbeiter hast du in der Kriegsproduktion überall gehabt. Ne? Die waren überall und die waren hier natürlich, waren die auch. Ne? Aber die Wachmannschaften waren da. Ja. Und wie gesagt, das wird ja überwacht. Das sind Techniker hier drin, Ingenieure und sowas halt. Die haben halt ihre Industrie nach hier unten verlagert. Und eine Industrie besteht nicht nur aus Arbeitern, sondern da ist noch Verwaltung mit dabei. Qualitätssicherung, administrative Sachen. Ja, und natürlich, weil es Kriegsproduktion war, geheim natürlich auch Militär. Ne? Klar. Wen haben wir hier? Moin, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe. Das Ganze hier aufgefahren für die Kriegsproduktion. Ja. Wir haben hier Eisenerz geschürft, damit die Rüstungsindustrie unterstützen können. Deshalb wurde vor den Kriegsjahren hier richtig viel rausgeholt. Während des Kriegs wurde runtergefahren, weil das Personal woanders gebraucht wurde. Und nach dem Krieg, nur in den 50er Jahren, haben sie das Projekt wieder aufgefahren. Da haben sie aber nicht mehr so viel gefördert. Zur Spitzenzeit haben sie, glaube ich, 630 Tonnen, 1000 Tonnen pro Jahr rausgeholt und nach dem Krieg dann nur noch 320 oder was. Was haben Sie Eisenerz. Eisenerz. Deshalb war dieses Projekt auch so wichtig. Aha. Und die haben, das ist ja hier riesengroß, 120 Kilometer weitläufig. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist riesig, das ist ein Labyrinth. Der ganze Berg ist Schweizer Käse. Ne? Die haben aus mehreren Richtungen angefangen einzugraben, weil es wurde damals halt gefördert. Es gab Gelder von der Regierung, vom Staat dafür, damit die hier abbauen können, damit die Rüstungsindustrie, die ja im Geheimen aufgebaut wurde,
ihr Eisenerz. Das bedeutet, die haben vor dem Krieg hier schon Zum Aufrüsten. Natürlich. Das war wirklich zum Aufrüsten. Wobei die Pak 43, die war ja richtig Ende des Krieges. Ja, natürlich, die kam Ja, erst. Ja, man hat halt durch die alliierten Bombenangriffe, die Städte und Industrieanlagen in Schutt und Asche legten, hat man unter die Erde verlagert. Genau. So, und da im Rahmen dessen hat man gesagt, wir haben hier eben Bergwerkstollen, den nutzen wir, den bauen wir aus und dann wird die Produktion hierhin verlagert. Fertig. Vielen Dank. Das wird ein spannender Tag. Auf jeden Fall. Achtung, Rinne, ne? Und ihr seht, Top-Leute, mit denen wir unterwegs sind, wir können uns zu 100% aufeinander verlassen. Von daher. Also auf mich nicht, ich gehe gleich baden. Also ich bin nur mitgekommen, um hier zu baden. Welche wir baden. Eisbaden. Man sagt ja, es ist so gesund. Schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Ja. Also gerade, genau, lasst mal kurz Gegenlicht drauf, bitte. Da seht ihr, es ist Aluminium. Dankeschön. Es ist kein Kupferkabel. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Also die Schatten von den Backsteinen und allem, also das ist wirklich schon episch, oder was sagst du? René, machst du gerade ein Foto? Ja, ich habe ein Video gemacht. Also das vor allem auch hier mit den Spiegelungen im Wasser. Ja, ne? Das ist mega, ne? Kannst du mal machen, ich mache eben ein Foto. Wollen wir hier mal, ist das hier eigentlich ein Spot, wo wir unser Thumbnail? Wollen wir die Pause machen? Ein Spot, wo wir was? 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 Spot für ein Thumbnail hier? Ja, ich habe schon ganz viele Fotos gemacht. So, Freunde, es geht immer weiter, immer tiefer in den Berg rein. Also hier ist noch der originale Boden drin, wo ich jetzt hier rüberlaufe. Die Ablaufrinne, die ist natürlich jetzt für den Wasserlösestollen. So. Und das noch der Boden. So, und hier haben wir jetzt Eisenbahnschienen und noch Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, also irgendwelche Rohre, die man hier damals verwendet hatte. Obwohl, du sagtest, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das auch wieder genutzt, ne? Genau. Also kann das auch tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg hier drin sein, weil man brauchte in der Produktion jetzt nicht unbedingt diese Schiene hier. Aber möglich ist es auch, dass man hier drauf tatsächlich auch die Geschützrohre transportiert hat. Oder ist das Nachkrieg? Das ist wieder ausgebaut. Das ist Nachkrieg, ne? Ja, Das ist ganz ein normal. Bergbau von der Warte mal kurz, bevor du weitergehst, bitte. Aber wir haben auf jeden Fall noch was, aber ist halt, wie gesagt, Nachkrieg. Aber die Farbe, das ist alles noch vom Krieg. So hat es mal ausgesehen tatsächlich. Schaut mal, das steht hier ewig und 28 Tage und das funktioniert noch. Und wenn ihr heute irgendwas kauft, packt das aus, ist das kaputt. So, das fährt noch. Geil. So, kleine Grubenrundfahrt gefällig. Jawohl, sehr gerne. Geil. Komm, setz dich mal drauf. Ja. Ab drauf mit dir. Boah, du fettes Sau. Schüben, Manni, schüben. Ich glaube, bergab ist dann doch einfacher. Also Jörg ist zu beleibt für das Ding. Also Geschützrohre sind okay, aber Jörg ist zu schwer. Einfach zu schwach. Nee, ich lasse vorne drauf. Ich habe natürlich das Ding blockiert. Und da seht ihr mal, die Schwellen, so sieht das aus, wenn die eingebaut sind. Und wenn die halt nicht mehr drin sind, gibt es dann diese Löcher, diese Wellen. Aber hier sind die Schwellen noch da. Ja, und hier ist tatsächlich, wie gesagt, das ist bester Produktionsstättenboden. Also das ist Fabrikhallenboden, wo wir hier rüberlaufen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist alles vom Zweiten Weltkrieg noch. Und es ist alles noch da. So, das Wasser sagt's an, es wird lauter, das bedeutet, wir haben irgendwo Hindernisse auf dem Boden und die haben wir jetzt tatsächlich jetzt. Ja, wahrscheinlich wieder ein bisschen klettern, hier haben wir noch so ein Räumchen. Also es ist natürlich auch schon wieder Vandalismus, aber überall die Räumchen, dass man halt auch auf die Toilette gehen konnte und sich mal die Hände waschen konnte. Ja, in der Fabrik wird man halt dreckig, ne? So, und jetzt ist hier eine Verschüttung. Und schaut mal hier, wie der auch wieder durchgebogen ist. Das ist ja alles durchgebogen. Also wenn das runterkommt, habt ihr auch Spaß. Schaut mal. Das ist alles vom Druck des Berges runtergebogen. Eieiei. Ja, hier ist das schon eingebrochen, ne?
Schaut mal. Ich glaube, hier sollte man sich nicht so lange aufhalten. Schaut mal hier, was das für ein Hohlraum ist. Ja. Also nicht schön, wenn das runterkommt. Ja, der bleibt doch nicht so lange da stehen. Ja, ich muss ja filmen. Guck mal, hier bleibt einfach stehen. Ja, du bist durch. Ja, das ist jetzt schon so lange. Also es ist gut durchgebogen. Und eine Schubkarre. Ah, jetzt wird es tiefer. So, Freunde, jetzt wird es tief. Ihr seht das. Wo ist denn hier irgendwas? Ist da irgendwas im Boden? Ein Loch oder sowas? Hier am besten hier bei den Schienen. Wo sind denn die Schienen? Hier in der Erhöhung, ganz links hast du die Wasserröhre, beziehungsweise von hier rechts ist die Wasserröhre. Das ist auch ein hier. Also hier soll ich jetzt langlaufen, ja? Ja, oder einen Schritt nach rechts geht auch. Fühl mal die Schiene mit dem Fuß. Ich fühle hier keine Schiene. Hier ist die Schiene. Ah ja, jetzt habe ich sie. Ja, habe ich. Also über die Schiene kann ich laufen, ja? Ja, der ist schon wieder im Wasser, der junge Mann. Und war schön? Toll. Ist dann doch sehr warm hier drin, ne? Ja, oder? Findest du nicht? Also ich meine, du bist ja im T-Shirt, aber ich finde es schon sehr warm. Ja. Ja, das ist, wenn du dich bewegst, ist halt warm, ja. schwimmt ein Siebenschläfer. Aber der Bruder geht's nicht so gut. Ja, das ist ja anonym. Oh, ist ja hier ertrunken, der arme Kerl. Ertrunken, der arme Kerl. Wie kommt der denn hier rein? Das sind Siebenschläfer, die leben hier. Die leben in Höhlen. Die kriechen hier rein. Wie das denn? Haben die denn... Alter. War der arme Kerl. Aber wir ist hier wahrscheinlich noch ein paar Lebendige gesehen. Das ist schön verschimmelt hier alles, ne? Ja. Alter. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist ja eklig, ne? Verschimmelter Kram. Lecker. Bestimmt richtig gesund. Es stinkt hier auch, also man riecht es deutlich, dass hier irgendwas Organisches, wahrscheinlich die Bahnschwellen, dass die halt wegmocken. Ne? Also man riecht es schon. Das ist auch wieder so ein Waschbecken. War auch kaputt und es wird auch wieder lauter, das heißt wir haben Wassereinbrüche. Ja, da kommt das Wasser rein durch die Schütte, ne? Oh, da oben ist auch noch. Niklas, was hier oben? Was hier oben? Was? Abbaufeld. Ah, okay. Das ist was schwierig. Abbaufeld? Abbaufeld. Geh mal hoch. Klar. Guck mal, wie die Decke ist schon schön. Ja, ja. Das ist auch meine 80 Kilo. Ich glaube, da hat die Decke keinen Bock mehr drauf. Da kommt der Jörg angestapst. Ich glaube, das wird noch mal ein bisschen tiefer stellenweise. Ja. Ja? Da kommt das Wasser durch die Decke. Was haben wir hier? Abbaufeld da oben, eine Schütte. Egal, lass passt schon. Ah, ist doch okay, passt schon. Fertig. Geil. Durch das Wasser jetzt. Was? Geht durch das Wasser. Wer geht durch das Wasser? Ja, du.
Ich kann doch einfach daran vorbeilaufen. Ja, ihr habt da auch den Grund für den Gestank. Die Schwellen faulen hier weg. Geh doch durch. Was ist denn mit dir? Ach, guck mal hier, wie sich das biegt. Und dann kommt das Wasser da durch. Also das ist kein Ort, wo man lange drunter stehen sollte, oder? Was sagst du, Toni? Vielleicht besser. Also alle haben schon auf jeden Fall ihre Pullis ausgezogen. Ne? Ja. Ist jeder im T-Shirt jetzt, ne? Aber ich habe so viel Kram hier dran, die Funkstrecke. Das macht für mich keinen Sinn, aber das geht ja auch alles von der Temperatur. Guck mal, da geht's runter rechts neben dir, ne? Ja, ich sag's nur, also zum Abrutschen und Reinfahren reicht. Und schaut mal, jetzt verengt sich das wieder. Gibst du mal kurz Licht drauf, Toni, du hast Besseres. Schaut mal, wie sich das da wieder verjüngt. Und jetzt geht's in den unausgebauten Teil. Bereits im April wurde der Rüstungsbetrieb aufgrund der ausufernden Kriegslage aufgegeben. Alle fertigen Geschützrohre und Teile wurden abtransportiert und die Maschinen teilweise zurückgelassen. Nach dem Krieg erbeuteten die Siegermächte die Anlage, studierten sie und dann wurde sie vollständig demontiert. Die einst so geheime und kriegsentscheidende Untertage Rüstungsindustrie ist wertlos geworden. Einzig und alleine als Wasserlösestollen sollte sie bis heute dienen. Im Rahmen von Bauarbeiten wurde ihr Zugang abgetragen und für immer versiegelt. War meine Mittagspause machen in der Zeit? Mittagspause für was? Hast du schon Hunger? Ich hab die ganze Zeit Hunger. Hey, gut, ich meine, du hast immer Hunger, ne? Ja. Aber wir haben gerade mal einen Kilometer geschafft. Ich hab noch einen kleinen Riegel gegessen. Ich hab nur noch einen. Aber Ja, wollte ich gerade sagen, ein Proviant dürfte doch eigentlich schon gar nicht mehr da sein. Ich glaube, eine Prinzenrolle habe ich noch. Eine Prinzenrolle. Weil die Kinder, die gibt Energie und Tinte. Ja, ist Zucker drin, greift die Zähne an, ihr werdet fettleibig. Keine Prinzenrolle, Freunde. Ja, da läuft das auch noch runter. Schön versintert hier alles. Ja, ist schon geil, ne? Die Grube hier. Ah, guck mal, hier ist doch wieder was. Das Stück, wahrscheinlich war das hier so feste, dass man das halt nicht befestigen brauchte und so. Und hier hat man wieder was gebaut. Also das gehört auch noch mit zur UV, ne? Ich glaube, die UV soll doch insgesamt 726 Meter oder sowas lang sein. Ach so, ja. Ja gut, aber haben wir das noch nicht geschafft? Ich glaube nicht. Läuft das ganze Grubenwasser hier raus oder noch mehr? Ja, das ist der Entwässerungsstollen. Sieht aber auch schon geil aus, ne? Es ist alles Backstein mit diesen tragenden Elementen da drin. Klar. Ach, guck mal, hier hast du wieder. Ja klar, das ist alles noch UV. Ja, natürlich. Also es geht auch noch ordentlich weiter. Und da haben wir wieder den breiteren Produktionsstollen. Da ist noch die, was waren das, Steckdosen? Steckverbindungen? Ach, Sicherungen sind das. Ja. Hier war Sicherungskasten. Schraubsicherungen. Diese Keramik mit dem Quarzsand da drin oder was ist das, ne? Ja, ja, die gibt es immer noch, die werden auch noch hergestellt, ne? Aber will man halt komplett weg von, also irgendwann sterben die auch weg, ne? Ja. Und die Lore. Das sieht geil aus, hier mit den Ketten, ne? Und die Loren dabei. Gaswarner wieder am Singen. So, also das Gaswarngerät meldet wieder. Oder CO-Messer besser gesagt. Hier geht der Fluss einfach mal unter der Schiene lang. So, und dann haben wir hier noch Räume. Mach mal Licht. Sind die jetzt auf der anderen Seite? Ja. Ah, ja. Was war denn das gewesen hier, weiß man das? Generatorraum? Generatorraum, wenn du den Sockel hier siehst. Ja, ja, klar. Sockel. Hier sitzt auch noch, ja, hier liegt der Sicherungskasten noch auf dem Boden. Also sämtlicher Kram noch von früher. Ja, hier sind irgendwelche Wärmetauscher. Ja, Freunde. Und unausgebaut, das Stück. Also bis hier hat man noch
gebaut. Da ist noch die eigentliche Abstützung. Und hier ist nackter Fels. So, da geht's tatsächlich auch weiter. Jawohl, Dankeschön, so haben wir auch Licht. Geil. Geil. Was war das jetzt hier? Trafo? Strom? Trafohaus, ja. Das Trafohaus war's. Wo ist der? Ist der noch drin? Wer? Wer nimmt das? Auf der anderen Seite ist er. Und hier ist wieder unser Bächlein. Das folgt uns jetzt oder wir folgen ihm. Beziehungsweise wir laufen Quelle aufwärts. Oh ja, und die Gerippe. Das sieht schon gut aus. Das ist nicht so schön, ne? Wenn du da stehst und das kommt da runter. Ja, hier würde ich mal behaupten, dass die das nicht fertig gebaut haben. Ich glaube, das war einfach nur so abgestützt. Das ist ja oft im Bergbau. Ich glaube, die haben hier gar nichts vorgehabt. Das war einfach nur zur Abstützung. Das ist die ähnliche Trägerverbindung, wie wir vorne gesehen haben. Ja, aber Lass mal so, lass mal so. Ja. Lass mal so. Mach nichts. Mach mal heller durch. noch heller? Also, gib du mal drauf. Also das hast du ja oft, dass die nur so die Decke abgestützt haben. So, und im Laufe der Jahre ist jetzt halt das obere abgebrochen. Ne? So, weiter geht's, tiefer rein. Wässerchen auf dem Boden. So. Weitergehen, kommt erstmal rechts die Sprengstoffkammer, die können wir uns anschauen. Ja. Und der Traforaum von der UV Kröte. Schaut mal, das ist tatsächlich alles noch da. Ja, richtig, so was wird das sein. Hier kam der Stromkabel an. Hier ging das dann auf die Isolatoren. Das ist schon fest alles, ne? Hier waren in der Regel die großen. Guckt euch das mal an, wie das da drin aussieht. Das sieht ja fast aus wie eine Tube von der V2, ne? Siehst du das? Jo! Hat was, ne? Aha, tatsächlich. Nur nicht so schön filigran gearbeitet. Ja. Und hier der Hauptschalter, ne? Ja. Bitte? Also hier kam, wie gesagt, der Strom an für die Produktion. Ja. Hier noch original. Ja, Siemens. Ja. Ne? Hast du ein Datum drauf? Sehe ich jetzt nicht. Ne, Unten vielleicht. Nein, ne, ist das typische. Nee, weiter unten. 5 Hertz. Noch weiter unten? Da könnte es eventuell sein. Auch nur 40. Das sind 350. die Automaten hier. Aber Typenschilder sind noch drauf. Siemens. Ja, alles fix. Guck mal, hier ist noch die Keramik, okay. Ja, das ist Keramik. Da hinten, die hat man schon abgerissen, die Isolatoren. Aber es ist wie gesagt noch da. Ne? Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Und vor allen Dingen nicht geschützt. Also das Gestein über uns ist so stabil, dass man das nicht eingesehen hat, hier überhaupt eine Mauer reinzubauen. Ne? Eine Decke reinzuziehen, so rum. Mauern haben wir aber auch nicht. Also war auch gar nicht so falsch. Steht ja noch ein bisschen Schild, Kabel. Kann man noch entziffern. Ist schon geil, ne? Was ist das hier oben? Da ist noch eine Abbau. Da ist ein Abbaufeld drüber. Abbaufeld. Ah ja, cool. Macht's gut, ne? Ja, tschüss, tschüss. Ja, danke, ne? Übrigens, für nichts. Bring euch dann mal was zu essen zwischendurch. Das wäre super, ja. Du bist wie eine Mutter ohne Brust. Ey, das ist Diskriminierung, nur weil ich jetzt hier rauche, ja? Guckt euch die beiden Bolex mal an. Hinterlistig bis zum geht nicht. Beschweren sich, weil ich rauche. Weil ich einen Tesla fahre. Wobei, nee, du warst dich mittlerweile dran gewöhnt. Ich habe nur einmal was gesagt. Vielleicht ein zweites Hier, unten. komm im Tesla! Weil bei unserem ersten Date, ich kann mich noch dran erinnern. Wie? Da steige ich nicht ein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich gefragt, ob du den zu einer Gleitcreme dazu gekriegt hast, ja? Ja, hatte ich. Ja. So gehört's. Guck mal, Toni raucht auch. Also was willst du denn da? Ja. Ja. Also, ja. Aber ich bin hier wieder der Böse, wisst Auf ihr? jeden Fall einen anderen Helm. Warum? Ja, weil der so tief, wie ich hab. Der ist so tief runter, weißt du? Warte mal. Ja, so einen brauche ich. Hier ganz schön diese OLED-Dings dazwischen. Schaut mal. Das hat ja gekostet 25 Euro. Da müssen wir durch und jetzt gehen wir zum Sprengstoffstollen, habe ich gerade gehört. Hier ist auch noch ein dickes Rohr. Ja, ich weiß. Er wieder. Und selbst, guck mal, hier haben die so eine Türe rausgeschleppt.
Nee, das ist so eine Versicherungskasse. Ja, von da Hier von da drin. Mensch, kannst du dich mal konzentrieren? Ehrlich, Toni. Wir sind live. Ja genau, wir sind live. Ist ein Livestream. Hier ist gar nichts live. User 357 sagt, ihm gefällt das. Ja, Günther. Grüß Günther. Wer macht's möglich? Ja, ja, klar. Also wenn die runterkommt... Ja, genau, pack da davor. Guck mal hier, die ist auch runtergekommen hier. Ja, so, wenn die weiter runterkommt, ist das nicht mehr so ganz so schön. Meinst du, wir sollen schon wieder warnen? Also jeder ist für seine Sicherheit selbstverantwortlich. Wenn ihr natürlich meint, ihr müsst in sowas reingehen. Wenn ihr beiden das hört. Ja, deswegen, also ihr seid selber verantwortlich, wenn ihr in sowas reingeht. Das Risiko ist da, allgegenwärtig. Guck mal, der hier, der liegt hier auch nur so doof drauf. Wenn das nachgibt, sind wir Schrott. Ja, irgendwelche bösen Leute, die nicht wollen, dass wir hier drin rumlaufen. Schwarzbefahrer. Schwarzbefahrer. So, und das ist der Munitionsstollen hier? Ja. Ist das so tief? Ja. Nämlich keine Ahnung, wo ich hier hintritt. Oh, danke. Ja, man sieht halt nichts. Guckt euch mal die Brühe an, ne? Weil hier welche durchgelaufen sind vor uns gerade. Sehen wir natürlich gar nichts. Und hier liegen... Ja, rechts. Und dann geht man weiter an dem Modell. Also hier war Sprengmittel. Ja, Sprengmittelraum. Sprengmittelstollen und... Man kann nichts sehen. Ihr wisst nicht, wie tief das ist. Was ist das denn hier? Ist das hier das Sprengmaterial oder ist das ein Hammer? Nein, das ist ein Hammer oder irgendwie sowas. Sicher? Das würde ich jetzt sagen. Natürlich. So, also hier wurde das Sprengmittel aufbewahrt. Ja, hier ist die Türe. Die ist noch da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze und abonniert. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und hier. Oh, ein Stollen. Und hier ist auch nochmal Sprengmittelraum. Türe ist noch da, ein bisschen dicker gehalten. Guck mal, 1977. Was? Wo steht das? Eingang zur Hölle. Ach so. 1977 Eingang zur Hölle. Ja, klar. Das war der Tresor. Vielleicht für die Zünder, ne? Da waren die Zündkapseln drin, würde ich jetzt auch sagen, ja. Und hier lag der normale Sprengstoff, ne? Boah, das weiß ich nicht. Das übersteigt mein Wissen. Also auf jeden Fall, Bier haben die hier genommen, so wie es aussieht. Und Schuhe. Hier ist ein Rucksack, Leute. Ja, von uns. Achso. Weil wahrscheinlich ist da einer hochgekrabbelt, ne? Ja. Ne, die sind da alle hoch. Hier? Ja. Seid ihr da hoch? Natürlich sind die da hoch. Sonst wird das doch hier nicht liegen. Stimmt. Sollen wir auch hoch? Es geht spannend weiter. Wir gehen tiefer in die gefährliche Anlage, um die kriegswichtige Rohstoffgewinnung des Zweiten Weltkrieges zu dokumentieren. Das mal an, das halt auch wesentlich stärker. Auf der Suche nach den letzten Geheimnissen des Dritten Reiches.